Hallo allerseits, zur Abwechslung mal wieder ein Video mit einem Unboxing von einer Modellbahnlokomotive im Maßstab 1:32. Diesmal kommt die Lok von KM1 Modellbau aus Lauingen. Wenn wir die Unterlagen, mal schauen was noch kommt, ein Prospekt, ein aktueller Katalog und hier das Paket mit der eigentlichen Lok nochmal geschützt. Diesmal handelt es sich um eine Dampflok der Baureihe 9875, die auch den liebevollen Beinamen Berg bekommen hat. Jetzt ist es fast soweit. Hier sieht man die Unterlagen der Lok, hier noch Handschuhe, damit man sie vorsichtig anfassen kann, ein Imbusschlüssel und eine Pipette für den Rauchentwickler. Und das sind die Spanngurte, mit denen die Lok Schachtel fixiert ist. Zunächst muss die Styroporverpackung rausgezogen werden, dann werden die Spanngurte geöffnet, dann das Styropor abgezogen, dann noch die Schutzhülle weg und voilà, ein erster Anblick. Die Baureihe 9875 hatte ursprünglich die Gattungsbezeichnung D VI und wurde laut Fachliteratur 1880 bis 1885 von der Firma Maffei in insgesamt 30 Exemplaren für den Einsatz auf den bayerischen Lokalbahnstrecken ausgeliefert. Bevor es jetzt aber losgeht mit dem Fahreinsatz, den ich hier zeigen möchte, müssen erst durch diese Klebestreifen abgenommen werden, die die beweglichen Teile sichern, und dann noch die Lager der Treib- und Kuppelstangen abgeschmiert werden, und natürlich muss hierzu die Lok erstmal vom Brett abgeschraubt werden. Danach geht es dann gleich weiter. Nachdem sie gerade hier noch liegt, gibt es einen Blick unter die Lok. Wir sehen hier den Ringmagneten mit insgesamt 4 Polen in Verbindung mit dem Heilsensor, die dafür sorgen, dass die Geräuschelektronik radsynchron bei Fahrt abgespielt wird. Dann gibt es hier die Kugellager für die Achsen, die gleichzeitig zur Stromversorgung, Stromübertragung dienen. Zusätzlich sind hier auch nochmal achsnahe Schleifkontakte vorhanden, die ebenfalls für die Stromversorgung und Stromübertragung sorgen. Dann gibt es hier einen ovalen Lautsprecher mit Schallkapsel und dann sind hier noch 5 Puffer-Goldcap-Kondensatoren zur Überbrückung von Stromunterbrechungen bei verschmutzten Gleisen. Und schließlich ist hier noch eine Schnittstelle, mit der sich neue Geräusche aufspielen lassen oder Geräusche verändern lassen, wenn man den KM1 Sound Decoder, den neuen, der integriert ist, ändern will oder abändern will nach individuellen Wünschen. Auf diese Lok haben ja viele Spur 1-Fans schon sehnsüchtig gewartet, weil sie von KM1 Modellbau bereits zur Spielwarenmesse 2012 angekündigt wurde. Naja, gut Ding will eben manchmal Weile haben. Und die lange Warterei hat sich gelohnt, weil die Lok eben damals 890 € Vorbestellpreis hatte und heute für 1190 € gelistet ist. Das Vorbild des hier vorgestellten Modells wurde 1883 unter dem Namen Berg ausgeliefert und ging wohl bereits 1927 an das Torfwerk in Raubling bei Rosenheim, wo die Lok bis 1965 im Einsatz war. Sie hatte aber auch zahlreiche Sondereinsätze, wie beispielsweise bei Aufnahmen für die Verfilmung des Ludwig-Thoma-Romans Tante Frieda, Lausbubengeschichten im Jahr 1964. Und genau in dieser Filmlackierung gemäß Epoche 1 ist dieses KM1-Modell, das hier zu sehen ist, in Szene gesetzt worden. Bis zu ihrem 100. Geburtstag im Jahr 1983 blieb die Berg noch mit Museumszügen unter Dampf. Danach landete sie dann im Eisenbahnmuseum der Deutschen Gesellschaft für Eisenbahngeschichte in Neustadt an der Weinstraße, wo sie auch heute noch steht. Das KM1-Modell ist nahezu vorbildgerecht umgesetzt worden. Es ist 21,5 cm lang und beim Schornstein 11,7 cm hoch. Auf meiner Küchenwaage habe ich 1058 Gramm abgelesen und der Radstand ist mit 71 mm vorbildgerecht umgesetzt worden. Und auch der Raddurchmesser mit 30,5 mm entspricht nahezu dem Vorbild. Vor der ersten Probefahrt noch ein Blick auf die beweglichen Details des Modells. Die Puffer sind natürlich gefedert. Die Schraubenkupplung gemäß Vorbild kann ausgetauscht werden gegen die üblichen Klauenkupplungen, wenn man möchte. Die Bremsluftschläuche sind beweglich. Die Rauchkammertüre lässt sich öffnen und dahinter sieht man die Steckverbindung für den digital schaltbaren Rauchentwickler des Schornsteins. Zudem ist die Schornsteinabdeckung beweglich. Beim Sandbehälter kann die Klappe geöffnet werden
und die beiden Wasserkästen auf beiden Seiten lassen sich ebenfalls öffnen. Schließlich lassen sich die Führerstandstüren bewegen und ein Blick in den Führerstand ist ebenfalls äußerst sehenswert. Jetzt zu den Digitalfunktionen des Modells, das einen DCC-Decoder für 32 Funktionen an Bord hat und eine Geräuschelektronik, die KM1 selbst entwickelt hat. Mit Funktionstaste 1 wird ein Siedegeräusch aktiviert. Wer dieses Zischen nicht hören will, kann es mit einer anderen Funktionstaste deaktivieren. Wenn man die Beleuchtung einschaltet, wird ein Generator angeworfen. Auch der lässt sich mit einer Funktionstaste deaktivieren. Dann kommt der Lokpfiff. Eine Glocke. Dann wird der Rauchentwickler mit der Funktionstaste 4 aktiviert. Das ist bei den meisten Loks, die einen Rauchentwickler an Bord haben, mit dieser Taste realisiert worden. Hier hört man schon im Hintergrund einen Gebläsemotor im Inneren der Lok zu arbeiten. Jetzt wird das Rauchdestillat, das ich vorhin über den Schornstein eingefüllt habe, angeheizt und ein Miniaturgebläse sorgt dafür, dass jetzt gleichmäßig im Stand Rauch aus dem Schornstein austritt und bei Fahrt wird das dann in Abhängigkeit vom Radstand und vom Geräusch auch dann entsprechend getaktet. Im Stand wieder der Bläsermotor zu hören. Jetzt schalte ich aber auch den Rauchentwickler wieder aus, damit man die anderen Geräusche schöner hören kann. Es gibt dann noch den Zylinderdampf als Geräusch, der ist nicht technisch realisiert worden, weil das Modell halt doch sehr klein ist. Da hätte ein Rauchentwickler hier wahrscheinlich große Schwierigkeiten gehabt. Dann ein Kurzpfiff. Dann gibt es ein paar Dialoge, einen für die Abfahrt. Und Abfahrt. Jawohl, Abfahrt. Dann einen Bahnübergangsdialog. Übergang gesichert? Ja, Übergang sicher. Dann kann das Kohleschaufeln aktiviert werden. Unabhängig davon kann man mit einer weiteren Taste die Feuerbüchse flackern lassen. Dann kann mit einer Funktionstaste das Injektorgeräusch eingeschaltet werden. Mit einer zweiten Taste ein weiteres Injektorgeräusch. Die Luftpumpe lässt sich aktivieren. Die Luftklappen aufmachen. Und wieder zumachen. Dann kann der Wasserstand geprüft werden.
Für die nächste Taste steht in der Bedienungsanleitung großer Empfang am Bahnhof. Dahinter steht der Bayerische Defiliermarsch, den ich jetzt aber nur anspiele, weil er doch 78 Sekunden lang spielt und wir werden das jetzt hier abkürzen. Die letzten zwei Geräusche sind noch ein Sicherheitsventil und das Abschlammen. Jetzt noch eine Probefahrt mit der Berg. Ich fahre jetzt mal bewusst langsam und versuche auf die langsamste Fahrstufe runter zu reduzieren, die Fahrstufe 1, weil das bei dem Modell so extrem langsam ist, dass man das wirklich mal zeigen muss, wie langsam das eigentlich geht. Ich gehe jetzt mal mit dem Zoom näher ran. Die Lok fährt hier wirklich mit 0,3 Stundenkilometer Vorbildgeschwindigkeit. Das sind im Modell 6 Minuten und 16 Sekunden für 1 Meter, habe ich vorhin mal gemessen. Das ist unglaublich langsam. So schön langsam habe ich bisher noch kein Modell erlebt. So, jetzt aber fahren wir wieder ein bisschen schneller. Abschließend gibt es jetzt noch zwei Geräuschfunktionen, die ich auf einem Rollenprüfstand zeige, weil man es da am schönsten sehen und hören kann, und zwar bei Abschaltung sämtlicher anderen Geräusche. Es gibt nämlich mit zwei Funktionstasten die Möglichkeit, die Lastebene der Zylinder zu erhöhen und abzusenken. Und ich fahre jetzt mal an, fahre auf eine bestimmte Geschwindigkeit an und halte dann bei der Geschwindigkeit konstant weiter, um es dann zu zeigen, wenn ich die Tasten drücke. So, jetzt bin ich bei Fahrstufe 53 zum Beispiel und jetzt drücke ich die Funktionstaste zur Zylinder-Lastebenenerhöhung. Das geht in mehreren Stufen rauf und jetzt geht es mit der anderen Funktionstaste nach unten. Und jetzt ist fast nichts mehr zu hören. Und jetzt ist gar nichts mehr zu hören, das ist jetzt Segeln. Jetzt gehen wir wieder in Normalbetrieb ungefähr. Und jetzt bremse ich die Lok ab, dann hört man das normale Bremsen quietschen, das voreingestellt ist für die Lok alleine. Und es gibt noch eine weitere Funktionstaste, mit der kann man das Bremsenquietschen in den Zugmodus stellen. Ich drücke jetzt die Taste, fahre die Lok wieder an, bremse dann wieder ab und dann hört man den ganzen Zug bremsen. So, das war's mit der Vorstellung und mit dem Unboxing der Baureihe 9875 von KM1 Modellbau. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und ich würde mich freuen, wenn Sie mal wieder auf meinem YouTube-Kanal vorbeischauen würden.